Ja, herzlich willkommen bei Planeo. Ich bin André und wir sind hier heute bei uns in der Ausstellung und möchten euch mal so ein paar coole, wie sagt man denn das, Jonas? Sind das Gimmicks? Und möchten euch ein paar coole Gimmicks für unsere Akustikpaneele vorstellen. Es gibt ganz verschiedene Varianten. Hier jetzt so ein kleiner Halter, den man dann nach Belieben irgendwo anbringen kann. Werden jeweils immer verschraubt, damit das auch nachher schön fest ist. Natürlich immer in der Wand dahinter. Erkläre ich euch gleich alles. Und ja, ich würde sagen, auf geht's zum ersten Teil. Wir werden hier mit einfach mal anfangen, so eine kleine Ablage. Da will ich das euch einmal zeigen. Letztendlich ist ja die Befestigung bei jedem Teil gleich. Ne? Ihr habt hier zwei Haken. Befestigung ist wichtig, immer in der Mauer, also nicht an der Paneele selbst befestigen, sondern die Schraube muss immer bis in euren Untergrund reichen. Ob das nun Holz ist, dann könnt ihr direkt reinschrauben. Bei einer Steinwand zum Beispiel natürlich vorher mit Dübeln, die sind da immer bei, Dübelschrauben, einmal vorbohren, das ist natürlich auch wichtig. Und generell müsst ihr halt so ein bisschen schauen, da seid ihr natürlich extrem flexibel, ne? In welcher Höhe ihr das haben wollt, wo ihr euch das hinhängt, für was ihr das benutzt. Seid da kreativ. Was ich euch als kleinen Tipp mitgeben möchte, das sind halt ja, so Universal-Gimmicks und die haben hier einen gewissen Abstand. Diese Abstände sind für unsere Akustikpaneelen immer passend, wo ihr so ein bisschen darauf achten müsst, weil wir auch Paneelen haben mit unterschiedlichen Stärken dieser Lamellen. Da sind sie halt nicht so variabel, da muss man so ein bisschen gucken. Hier ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass hier noch so ein ganz kleines bisschen Luft ist, weil es halt zu weit rausguckt. Bei diesem hier wäre es natürlich jetzt nicht so schön, weil es dann hier so ein bisschen weiter runter guckt. Da zeige ich euch gleich, wie ich das hier machen werde. Bei anderen sieht man das aber überhaupt nicht, merkt man das überhaupt nicht, da braucht ihr es einfach nur ranschrauben. Ich werde das jetzt hier so machen, ich werde vom Filz ein bisschen was rausbohren, damit das ein bisschen tiefer kommt und wir das dann gerade anschrauben können. Das ist 10 Sekunden gemacht, dass man sich hier den Filz dann so ein bisschen rausholt, ne? Ein bisschen rausbohrt. Ich habe hier so einen Holzbohrer dafür genommen, geht natürlich auch ein anderer, wenn ihr einen Metallbohrer habt oder ähnliches, geht das auch. Dann könnt ihr das halt da nachher vernünftig reindrücken und wenn man jetzt sieht, jetzt ist dieser Abstand hier nicht mehr. Ja, das heißt, es ist so ein bisschen im Filz versenkt und dann könnt ihr diesen hier ganz normal an der Wand festschrauben und dann hängt das auch gerade. Ihr braucht hier gar nicht so genau sein, dass sie das ganz genau ausklingt. Wenn das Teil da nachher drin steckt, dann seht ihr das nicht, dass man da so ein bisschen was rausgenommen hat. Deswegen könnt ihr auch ruhig ein bisschen großzügiger sein, das werdet ihr nicht sehen. Den ersten mache ich mir immer direkt fest. Meine Wasserwaage ist gerade unterwegs, deswegen drücke ich jetzt mal ein Auge zu und benutze hier die Handy-Wasserwaage. Generell wäre natürlich eine Wasserwaage schöner, ne? Aber für diese Sache, da machen wir es jetzt mal so. Das war letztendlich eigentlich schon alles. Ausrichten, Schraube rein, eventuell den Filz ein bisschen rausnehmen. Guckt da einfach, welche Lamellenstärke ihr da habt. Dann müsst ihr es halt ein bisschen den Filz da entfernen, aber das ist halb so wild. Das geht ruckzuck. Ja, und so würde ich jetzt sagen, zeigen wir euch einfach mal alle Teile, die wir so haben, die wir da anbieten. Ich werde die anbringen und dann zeigen wir euch das einfach mal in so einem Gesamtdurchlauf. Das ist, glaube ich, einfacher. Was wir auch noch haben, hier auch in verschiedenen Farben, meistens sind die Sachen schwarz. Wir haben hier aber auch solche Kleiderhaken, hier auch nur in diesen Zwischenraum reingemacht. Ne, passt. Oh, na gut, ich nehme mal den anderen. Passt da auch rein. Die hängen dann hier so drin. Gibt es da auch in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier noch so weiße und rote. Und da habt ihr es so, hier sind keine Schrauben bei. Ne, hier kriegt ihr nur diese Tüte. Und ihr habt hier diese beiden Öffnungen quasi. Das heißt, müsst ihr euch genau ausmessen. Und dann nehmt ihr irgendeine ganz normale Schraube, Spackschraube, was ihr gerade da habt. Da geht eigentlich fast alles. Genau, mit dem richtigen Abstand reinschrauben. Und dann werden die raufgesetzt und runtergedrückt. Und dann hängen die dann nachher auch fest. Abdeckleisten für LED-Streifen. Passt normalerweise in jede Fuge hier problemlos rein. Das heißt, ihr habt euren LED-Streifen da drin. Drückt den hier rein. Zack. Und dann habt ihr den drin. Noch so eine kleine Schutzfolie ist drauf. Die könnt ihr dann natürlich abziehen. Und ja, von daher ziemlich einfach, schnell gemacht. Sind hier tatsächlich nur so ein bisschen kürzere Teile. Müsst ihr halt schauen, wie viel ihr dann braucht. Auch eine schöne Sache. Guckt mal. Checkt mal ab. Holt euch das, kauft euch das oder lasst es sein. Ja.
das ist es dann eigentlich auch schon gewesen. Von der Sache her ist das ja ruckzuck angebaut, sieht gut aus, ganz praktisch und jedes Teil natürlich auch irgendwo individuell. Ne? Ihr müsst das ja nicht immer dafür benutzen, wofür es eigentlich gedacht ist oder vorgesehen ist. Aber von daher, schöne Sache. Guckt mal bei uns im Shop, da zeigen wir euch alle Teile, die wir da anbieten. Wenn ihr Fragen habt, nutzt den WhatsApp-Service, entweder auch in der Videobeschreibung oder auch bei uns auf der Seite, habt ihr überall Nummer oder die Verlinkung dazu. Fragt uns das, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn da irgendwas unklar ist. Und ja, ansonsten danke ich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.